Hallo auch von mir mit Tipps und Hinweisen zur Technik von Segelyachten. Heute geht es um das Saildrive SD40 und SD50. Beide Saildrives sind bezüglich der Kupplung baugleich und daher gilt das Gezeigte für beide SD40 und SD50. Das Saildrive SD40 und SD50 wird nicht mehr angeboten, aber das ist kein Grund, das Saildrive gleich auszubauen und auf ein neues SD60 zu wechseln. Wenn man die Konstruktionsschwächen dieses Saildrives kennt, kann man gut damit umgehen und spart auch noch eine Menge Geld. Heute geht es um die Kupplung des Saildrives. Über kein anderes Teil am Saildrive ist so viel Kritisches im Internet geschrieben worden wie über diese Kupplung. Was sind die Kritikpunkte dieser Kupplung? Viele Segler berichten, dass nach wenigen Motorstunden, manchmal schon nach ein paar hundert, die Kupplung wieder rutscht. Was ist der Grund dafür? Die Erklärung sowie ein neu entwickeltes Kupplungs-Upgrade-Kit möchte ich euch heute hier vorstellen. Entweder macht man einen Ölwechsel, sonst reicht es, das Öl aus dem Bereich unterhalb des Messstabes hier abzusaugen. Als nächstes lösen wir die 4 Schrauben oben aus dem Deckel und heben den Deckel ab. Dabei Vorsicht, wir haben einen losen O-Ring und einen Passring, die werden wiederverwendet. Deshalb also nicht wegwerfen. Dann die beiden Schrauben vom Kupplungshebel lösen. Und den Kupplungshebel ziehen. Dann die 4 Muttern auf beiden Seiten des SD50 Flansches lösen und zurückdrehen. Aber dabei ganz wichtig, die Muttern auf den Schraubenbolzen belassen. Auf allen 4. Und dann mit einem Montageeisen die Schrauben zurückdrücken. Dabei hat sich dann empfohlen, hier mal abzumessen. Wenn die Kupplung richtig zusammengeschraubt ist, haben wir ungefähr 2,5 cm Schraubenlänge. Das Maß sollten wir hinterher beim Zusammenbau auch wieder erreichen. Dann die Schraubenbolzen mit einem Holzkeil zurücktreiben. So, damit schieben wir das Antriebszahnrad vom Motor aus der Kupplung heraus. Dann eine Ringschraube in die Kupplung eindrehen und die Kupplung aus dem Saildrive ziehen. Eins, zwei, so. Im eingebauten Zustand stützt sich die Kupplung über diesen äußeren Lagerring, so ähnlich wie hier gezeigt, innerhalb des Saildrives ab. Das bedeutet, die Achse mit ihrem eigenen Gewicht von etwa 0,6 Kilo stützt sich hier oben auf die Kupferscheibe ab. Beim Segeln mit Festpropeller dreht sich die Achse mit der Mutter und stützt sich dabei auf die untere Kupferscheibe ab. Das Lager, angetrieben durch die Maschine, steht aber. Daher nutze ich die obere Kupferscheibe beim Segeln ab. Auf der Unterseite der Kupplung wird das Stützlager ebenfalls mit Kupferscheiben als Verschleißteil durch Sicherungsringe, genannt Zierclips, gehalten. Leider dreht sich das Stützlager oft mit der Achse mit und die Zierclips verschleißen dadurch sehr schnell. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit die Zierclips immer gewechselt, die untere Kupferscheibe dagegen nie.
Die Kupplung wird durch eine Mutter zusammengehalten, die einen integrierten Sicherungsring hat. Dieser Sicherungsring wird durch Hammerschläge mit einem Austreiber oder Meißel hier in die Lücke hineingetrieben und durch Hammerschläge in die entgegengesetzte Richtung wieder gelöst. Außerdem kann die Mutter auch nur einmal verwendet werden. Und dazu schreibt Yanmar, dass alle 500 Stunden die Kupplung geleppt werden soll und dabei dann auch zerlegt werden muss. Wie nachhaltig ist das denn? So, hier haben wir eine zerlegte Kupplung, bestehend aus Mutter und Kupferring als Lager, die obere Glocke, den Passring, den Kegel, die lange Achse, das Gehäuse, nochmal die untere Glocke und das untere Stützlager, untere Kupferscheibe und die beiden Zierclips. So, innerhalb der oberen und unteren Glocke finden wir dann noch ein paar Nadellager oder Nagelkränze genannt. Die müssen halt geprüft werden. Wenn sich die Nadeln recht leicht hier rauslösen lassen, dann sollten die Nadellager ausgewechselt werden. Wenn fehlen sowieso, aber wenn sie sich nicht rausdrücken lassen, sind die Lager also noch gut. Sonst, Yanmar schreibt vor, dass alle 1000 Stunden diese Lager zu wechseln sind. Und das gleiche auch für die untere Glocke. Dort sind auch 2 Nadellager oder Nagelkränze drin. Wenn die alle vollständig sind und sich die Nadeln nicht rausdrücken lassen, kann man die wieder weiterverwenden. Sonst alle 1000 Stunden sollten diese Lager gewechselt werden. Das Collar-Set, das sind die Verschleißscheiben aus Kupfer, werden nur als 1,5, 2 mm und 2,5 mm Version von Yanmar angeboten. Mit diesen Scheiben kann also das Kupplungsspiel nur in 0,5 mm Schritten eingestellt werden. Ab ca. per 0,8 mm Kupplungsspiel kann so eine Kupplung schon anfangen zu rutschen. So kann es dann vorkommen, dass man nur noch 0,2, 0,3 mm Reserve hat, bis so eine Kupplung wieder rutscht. Ein Hinweis noch, wenn beim Meißeln der Muttersicherung das Gewinde etwas gelitten hat, ist die Verwendung einer Gewindefeile die erste Wahl zur Wiederherstellung des Gewindes. Die Seite mit der 150er Markierung verwenden und die beschädigten Gewindegänge wieder ein bisschen beifeilen. Für diesen einen Anwendungsfall braucht man die Feile natürlich nicht gleich kaufen, denn die ist nicht ganz billig. Einfach zur Werkstatt seines Vertrauens gehen und das Gewinde gleich dort bearbeiten. Eine solche Gewindefeile gehört zur Standardausstattung einer guten Profi-Werkstatt. Leppen heißt, die Grundrauigkeit der Kupplungsglocke wiederherzustellen. Zunächst wird am Kegel erstmal die Ölkanäle geprüft. Finden sich dort Ablagerungen, müssen diese entfernt werden. Denn der Kupplungskegel läuft komplett voll umschlossen von Getriebeöl. Es dringt erst hier in den großen Kanal ein, von da aus in die feinen Ölkanäle und kühlt damit die Kupplung. Langsamlauf einer Maschine mit schleifender Kupplung ist Gift für diesen Kupplungstyp. Die Kegelkupplung würde sich erhitzen, das Öl hier in den schmalen Kanälen verbrennen und die dann damit verstopfen. Das verbrannte Öl würde wie ein Poliermittel wirken und schleift dann die Lauffläche in der Kupplungsglocke blank. Das verkürzt die Zeit bis zur nächsten Wartung massiv. Ohne kühlendes Öl verbrennt auch die Oberfläche der Glocke und aber genauso gut auch des Kegels. Die Kupplung müsste dann ausgetauscht werden. Mit einer kleinen Vierkant-Schlüsselfeile werden erst die großen Kanäle hier wieder geöffnet und mit einem Messer, so ein Universalmesser oder eine Laubsäge, kann man dann die kleinen Kanäle wieder öffnen. Zunächst mischen wir etwas von dem Schleifmittel mit Motoröl. Richtig, nicht vergessen, die Nadellager aus der Glocke entfernen, damit sie nicht mit dem Schleifmittel in Verbindung kommen. Und dann streichen wir die
Fläche etwas mit dem Schleifmittel ein. Das reicht schon. So, dann setzen wir die richtige Seite der Glocke, obere Seite in die oberen Kegel in die obere Glocke, halten das Ding schön fest und 10 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und ein Stück weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt machen wir Glocke und Kegel etwas sauber. Natürlich hinterher nochmal richtig in Reinigungsbenzin waschen. Das ist ganz klar, das ist jetzt erstmal nur dafür da, dass man sehen kann, dass die Glocke jetzt schön silbrig, die Oberfläche schön silbrig glänzt. Und damit ist der Schleifvorgang auch wieder zu Ende. Das gleiche für die andere Seite und dann ist die Kupplung fertig geläppt. So, nach dem Läppen sind also die Glocken und der Kegel schön silbrig und können jetzt mal ausgemessen werden. Dazu nehmen wir die richtige Seite in die obere Glocke und drehen die so ein bisschen ein. So. Und dann messen wir den Abstand mit einer Schieblehre. 29,6. Sieben. Der ist ein bisschen höher, den machen wir nochmal. Ja, 29,6. Also haben wir hier auf jeden Fall 29,6. Dann schauen wir jetzt mal in die Kupplung. Die Beschriftung ist immer für die Glocke nach unten, die nach unten zeigt. Wieder ein bisschen festgedreht. So. Neunundzwanzig, 7, fast 8. Auch 29,8. Hier haben wir 29,9. 29,7. 29,7. Ein neuer Kegel hat 29,95 mm. Das Mindestmaß, also Untermaß, ist 29,1. Der Kegel in der oberen Kupplung hat 29,6 mm und der Kegel in der unteren Kupplung hat 29,8 mm. Das untere Stützlager bekommt bei seiner so kleinen Abweichung von 29,8 keine Passscheibe zum Ausgleich und für die Mutter erwarte ich auf der oberen Seite so ein freies Kupplungsspiel so um die 0,4 mm, was dann mit einer 0,2 mm Passscheibe ausgeglichen wird. Bevor wir die Kupplung jetzt zusammenbauen, schauen wir uns das Kupplungsupgrade erstmal an. Es besteht aus einer Mutter aus Werkzeugstahl. Die Sicherung der Mutter sind 2 M4 Madenschrauben, die mit Schraubenfestiger befestigt werden. Mit einem Heißluftföhn hinterher erhitzt, kann beides wieder aufgelöst werden, dadurch ist die Mutter immer wieder verwendbar. Dann haben wir hier ein Axiallager mit Lagerscheibe sowie einen Satz Passscheiben zur Einstellung des genauen Lagerspiels. Ein Stützlager, das ist das untere Stützlager, zur Aufnahme eines weiteren Axiallagers ist hier vorgesehen ein Spline-Tool aus Stahl, um sich die Kupplung zu halten, in einem Schraubstock oder mit einem Engländer oder sonst wie. Und die beiden Zierclips, die können wir weiterverwenden, weil durch das geringe Lagerspiel und der geringe Widerstand sich die Zierclips im Lager bzw. in der Achse nicht mehr drehen werden.
So, im Gegensatz zu den Angaben im Service Manual von Yanmar wird die Kupplung nicht auf ein freies Spiel von 0,05 bis 0,5 mm eingestellt, sondern mit den hier gezeigten Passscheiben auf ca. 0,1 bis 0,2 mm. Damit wird eine wesentlich höhere Verfügbarkeit bis zur nächsten Kupplungswartung erreicht. Wie also beim Einmessen schon festgestellt, setzen wir unten keine Passscheiben ein. Das heißt, wir nehmen das untere Stützlager, eine Lagerscheibe, das Lager und schieben das auf die Achse. Dann nehmen wir die beiden Zierclips, also die Sicherungsringe, wenn sie einem nicht aus den Händen fallen. So. Damit ist unten der untere Teil der Kupplung jetzt neu gelagert. So, dann haben wir noch die Mutter mit der 0,2 mm Passscheibe, eine Lagerscheibe, das Lager. Und drehen das Lager samt Mutter auf die Achse. Fällt immer gerne ein bisschen runter, aber das passt. So, das wird jetzt ein bisschen angezogen. Und dann wird gemessen. Mit der Fühlerlehre jetzt zwischen Lagerscheibe und Mutter mit einem 0,20er Blatt. Und das geht schön press durch. Das heißt, die Wahl einer 0,20er Lagerpassscheibe war die richtige Wahl. So, jetzt nochmal die Mutter lösen, dann mit Bremsenreiniger, Mutter und Gewinde alles nochmal fettfrei machen, dann mit Schraubenfest die Mutter aufziehen und mit einem Drehmomentschlüssel und 140 Newtonmeter die Mutter anziehen und danach die M4 Madenschrauben einschrauben, mit Schraubenfest befestigen bzw. einträufeln und dann nach Herstellerangaben dann trocknen lassen. Zur Montage der Kupplung ins Saildrive wird die mit ein bisschen dünnflüssigem Motoröl eingeschmiert, damit sie besser flutscht und kriegt gleichzeitig hier noch so einen breiten Kabelbinder um den Bauch. Hier ist nämlich noch auch ein Abstandsring und damit der nicht beim Einsetzen uns da Schwierigkeiten macht, wird er mit dem Kabelbinder quasi bündig ins Gehäuse gedrückt. So, und dann gibt es noch eine schöne Erkenntnis, denn jetzt mit dem Lager ist insgesamt der Widerstand viel geringer, die Kupplung läuft viel leichter und die Zierclips bleiben auch schön mit der Lagerscheibe, mit der Achse komplett, laufen die rund und schleifen nicht mehr. Und damit haben wir das Problem nämlich auch gelöst. So, die Kupplung in das Saildrive einführen. So, als nächstes so einstellen, dass der Schalthebel hier wieder reinfassen kann. Jetzt wird der Schalthebel eingebaut mit dem Schalthebel mit dem dickeren Teil nach hinten.
So, wenn der Schalthebel wieder angeschraubt ist, wird die M8-Imbusschraube entfernt. Aber Vorsicht, damit die Passringe, die dahinter sind, nicht verloren gehen. So. So, dann nehmen wir unsere Schieblehre und messen die Tiefe der Kupplung, wobei die Kupplung sitzt nie ganz mittig. In diesem Fall müssen wir drehen und schauen, wann die Schieblehre am weitesten herausschaut, und so lassen wir die Achse stehen und dann können wir die Messung vornehmen. Die Achse des Gangschalthebels hat mittig eine Vertiefung. Aufpassen, dass man dort nicht mit der Schieblehre hineinmisst. Jetzt den Gangschalthebel etwa 15 Grad aus der Normalstellung hinaus bewegen. Dabei ist dann der Gangschalthebel am tiefsten in die Kupplung hineingerutscht und dann nehmen wir unsere Messung mit 17 mm. Wir messen nochmal von der anderen Seite. 16,9 bis 17 mm. Der Gangschalthebel sitzt im Kupplungskegel und drückt ihn in die obere oder untere Kupplungsglocke. Dabei unterliegt er natürlich auch einer Abnutzung, die zu einer rutschenden Kupplung beitragen kann. Laut der Janma-Unterlagen berechnet sich die Dicke der Passringe wie folgt. Der Passring T ist gleich Schraubenlänge plus Minimumdifferenz oder Minimumabstand minus Tiefe des Schalthebels. L ist Tiefe des Schalthebels, was wir gerade gemessen haben. Das ist der Standard 16,35. Es gibt aber auch Unterschiede. H ist die Schraubenlänge, Standard, und das haben wir gerade auch gemessen, 17 mm. Bitte nur mit den gemessenen Längen rechnen. T ist die Dicke des Passrings, Standard ist 1,2 mm und besteht aus 6 mal 0,2 mm Passringen. Und C ist der Standardabstand zwischen Schraube und Gangschalthebel und der soll ungefähr 0,3 mm sein. Das bedeutet, T ist 17,5 plus 0,3 minus 16,9 gleich 0,45 mm plus minus 0,1 mm. Ich wähle den Passring mit der Stärke 3 mal 0,2 mm, das bedeutet 0,6 mm und damit schraube ich die M8-Imbusschraube wieder an. 0,4 mm oder 0,45 mm ist mir zu wenig, zu stramm und daher habe ich einen Passring mehr gewählt, also 0,6 mm. Und mit den 3 Passringen nehme ich jetzt die M8 Imbusschraube und schraube sie wieder in den Schalthebel hinein. So, mit der Hand den Schalthebel auf Vor-, Neutral und Zurück und auf freie Bewegung prüfen. In der Endlage von Neutral sinkt der Hebel etwas in das Gehäuse rein, das muss ganz klar erkennbar sein. Dazu dreht man etwas an der Ringschraube und es darf nichts blockieren, es darf nichts hackelig schalten, sondern muss alles frei beweglich sein. Eine gute Hilfe ist es, mit dem Permanentmarker die Position von Vor-, Zurück und Neutral am Schalthebel zu markieren. Dann hat man es hinterher beim Endtest am Steuerstand auch einfacher. Nachdem der Schaltzug wieder angeschlossen ist, schaltet ein Helfer am Steuerstand bei stehender Maschine in Vor-, Zurück und Neutral und schon in der ersten Stufeneinstellung am Steuerstand muss halt der Hebel schon voll
in die entsprechenden Endlagen eingerastet sein. Das muss man auch sofort hier am Sail Drive erkennen können. Sonst muss man am Steuerstand die Schaltzüge nachstellen. Hier am Sail Drive gibt es nichts einzustellen. So, dann geht es weiter mit dem Zusammenbau des Sail Drives. Dann wieder die 4 Schrauben über Kreuz anziehen und damit das Antriebszahnrad wieder in die Kupplung hineinzuziehen. Die Schraubenbolzen nicht richtig herausdrehen lassen, dann ein wenig an der Ringschraube drehen, damit die Zahnräder wieder richtig ineinander fassen. So, dann kontrollieren, wenn die Schraubenbolzen etwa 2,5 cm rausschauen aus der Glocke, sitzen die Zahnräder richtig zusammen. Dann können wir die Ringschraube entfernen und können uns an den Deckel wagen. Mit dem neuen Kupplungs-Upgrade-Kit ist die Mutter etwas höher und passt nicht mehr ganz in den Deckel hinein. Der Deckel lässt sich damit dann also nicht mehr anschrauben und muss etwas ausgedreht werden. Das wie, verrate ich euch jetzt. Vor dem ersten Einsatz des Kupplungs-Upgrade mit der neuen Mutter und Lager muss die Vertiefung im Deckel von 39 mm auf 43 mm erweitert werden. Diese Erweiterung muss mindestens 6 mm tief sein. Gut, wer einen Landmaschinenservice in der Nachbarschaft hat, die Reparaturwerkstatt einer Werft kann das auch. Von Hand mit einer Dremel- oder Bohrmaschine ist das zwar zeitaufwendiger, aber machbar. Dazu hat die Mutter hier an der Seite eine kleine Kante und wird umgekehrt in die Vertiefung gelegt und ist damit dann automatisch zentriert. Und dann brauchen wir nur noch einen Strich rund um die Mutter mit einem wasserfesten Stift zu ziehen. Und dann haben wir bereits den Kreis, den wir halt mit einer Dremel ausfräsen müssen, um letztendlich die 43 mm zu bekommen. Wenn der Deckel bis zum gezeichneten Ring ausgeschliffen wurde, wird er auf das Sail Drive gelegt und mit eingelegtem Gang um 360 Grad in beide Richtungen gedreht. Und wenn dann nichts zu hören ist, keine Schleifbewegung oder aus irgendwelchen Gründen gestoppt worden ist, ist der Deckel fertig und genügend Material rausgeschliffen. Bitte Vorsicht dabei, wenn der Deckel richtig ausgeschliffen worden ist, hat man nur noch 4 mm Wandstärke. So, nun können wir die Ringschraube entfernen. Legen den O-Ring und den Passring für die Kupplung komplett rauf und können den Deckel auflegen. 4 Schrauben rein. So, natürlich die Schrauben noch festziehen. Alle 4 über Kreuz natürlich. Und zum Abschluss Getriebeöl nachfüllen und damit ist das Sail Drive fertig. In diesem Video ging es um das Läppen der Kupplung, das Einmessen und das Kupplungs-Upgrade-Kit. Wenn alle Reparaturschritte richtig durchgeführt wurden, sind Standzeiten bis zur nächsten Wartung oder Reparatur von 1000 Stunden und mehr möglich. Wenn nicht, dann entsprechend weniger. Wenn ihr einen Servicebetrieb kommen lasst und der will das Schiff aus dem Wasser haben, dann schickt den weg, denn der kann nur teuer. Wenn der Monteur gleich einen neuen Kegel für 1200 € einbauen will, ohne den alten Kegel auszumessen, dann hat er auch nur seinen Umsatz im Sinn und handelt auch nicht nachhaltig. Die Minimalwerte der Kupplung sind euch ja jetzt bekannt. Wer diese Info lieber schriftlich als Schritt-für-Schritt-Anleitung reich bebildert lesen will, der schaut auf meine Webseite www.gerdamata.de unter Infoseiten nach.
Dort findet ihr Hinweise und auch weitere Reparaturanleitungen zu vielen technischen Themen rund um eine Segelyacht. Damit bin ich mit dem heutigen Thema SD40, SD50, Leppen, Einmessen und Kupplungsupgrade fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert meinen Kanal, dann werdet ihr bei einem neuen Video zu weiteren Themen wie Windgeberwartung und so weiter informiert. Bis dahin wünsche ich euch Fair Winds und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Bis denn und tschüss.